Freunde, es gibt fette Neuigkeiten im ACC-Universum. Wir wollen neuen Content, wir brauchen neuen Content. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen in einem Video, dass ACC bald endlich mal fällig ist und wir neue Autos, neue Strecken und so weiter brauchen. Und da hat Kuhn aus sich gedacht, alles klar Jungs, schnallt euch an. Wir hauen jetzt mal richtig was raus. Ich habe nicht umsonst dieses Auto hier im Hintergrund eingeblendet. Das ist der Lamborghini Super Trofeo, den wir ja jetzt in der alten Version sozusagen ja noch in ACC haben. Aber Kunos hat sich gedacht, Jungs, wie gesagt, schnallt euch an. Wir hauen mal die neue Version raus und das ist der Lamborghini Super Trofeo Evo 2 mit, Achtung, 620 PS und einer Fratze, einer Visage, die ja eigentlich aggressiver nicht sein kann. Guckt euch mal bitte diese Front an. Alter Verwalter, hat mich diese Optik direkt von vornherein geflasht. Also diese ja ganz aggressive Optik von Lambo kennen wir ja schon, aber ja, Lambo schafft es da wirklich immer und immer wieder nochmal einen draufzulegen. Und wir können jetzt gleich mal soundtechnisch reinhören, wie sich das Ganze anhört. Von innen, vom Cockpit her, sieht das Ganze relativ identisch aus, würde ich sagen. Aber von außen, wie gesagt, hier können wir auch nochmal so eine Kamerafahrt genießen. Ist das Ganze wirklich unfassbar aggressiv und ja, sehr kantig, sehr abgespaced, wie man so schön sagt. Hier die Frontscheinwerfer, generell die Front, die Seitenlinie. Ja, sieht relativ identisch aus mit dem alten. Hier haben wir auch nochmal den alten im direkten Vergleich. Also der ist ja auch schon sehr aggressiv. Aber zu dem neuen Modell ist das ja schon wieder ein krasser Unterschied. Und wie gesagt, die Jungs von Lambo oder auch von anderen Herstellern, die schaffen es immer und immer wieder, ja, wirklich neue Schritte zu gehen. Und es flasht dann immer wieder aufs Neue. Und wir werden auch gleich mal soundtechnisch reinhören, wie sich das Ganze unterscheidet. Denn der neue, der hört sich schon ein bisschen anders an. Hier können wir mal kurz reinhören. Also das Ganze hört sich ja ein bisschen detailreicher ein, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, wenn man zum Beispiel Gas wegnimmt, wenn man runterschaltet, wenn man aufs Gas geht. Du hast mehr Fehlzündungen, du hast mehr Geknusper, mehr Geknisper, mehr Geböller. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber es ist mehr, ja, es ballert einfach mehr. Und das ist ja genau das, was wir im Endeffekt wollen. Noch ein bisschen mehr Detailgrad, vielleicht bei manchen Sounds. Und hier können wir zum Beispiel das Ganze auch nochmal von innen hören. Und hier haben wir zum Beispiel den Sound von dem alten Lamborghini Super Trofeo. Also wie gesagt, der neue Lambo hört sich ein bisschen detailreicher an. Du hast ein paar mehr Effekte beim Runterschalten, beim ans Gas gehen, bei Fehlzündung und so weiter und so fort. Aber zu 90% würde ich sagen, ist es der gleiche Sound. Es ist ein V10-Sound, der sowieso schon geil ist. Und deswegen wird das auf jeden Fall so oder so schon mal ein geiles Erlebnis, rein optisch und rein soundtechnisch. Aber mich würde mal interessieren, was sagt ihr generell ja zu diesem Fahrzeug? Denn es ist ja quasi nicht ein GT3-Fahrzeug, sondern es ist ein Super Trofeo oder ein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Cup-Fahrzeug. Aber mit 620 PS. Ich weiß nicht genau, wie viel PS der alte Lambo hat. Aber 620 PS in diesem Monster hier wird schon ziemlich spaßig werden, meiner Meinung nach. Und ich freue mich darauf, dass wir vielleicht dann auch häufiger mal, oder dass das der Ansporn wird, vielleicht mal auch öfter mal von einem GT3 wegzugehen und dann zum Beispiel nur so einen Cup zu fahren. Also auch mal an einer Liga teilzunehmen, wo wir nur diesen Lambo fahren werden. Also es ist ja auch ein ganz anderes Fahrerlebnis und ich denke mal, das ist das, was wir auch langfristig brauchen. Einfach Abwechslung in Assetto Corsa Competizione. Einfach mal weg vom klassischen GT3, weil da kennt man viele Fahrzeuge mittlerweile oder man hat sich sehr an diese Fahrzeuge gewöhnt. Aber so ein Super Trofeo oder so ein Cup-Fahrzeug ist dann auch nochmal was ganz anderes vom Fahrerlebnis her, von der Dynamik her und ist dann auch nochmal ein ganz anderes Racing. Also haut's mal in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem neuen Fahrzeug? Nicht nur rein optisch, sondern insgesamt von dieser Entscheidung her, dass Kunos dieses Auto hier bringt. Das würde mich interessieren. Freunde, lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid. Lasst ein Däumchen da, wenn euch diese Videos hier gefallen. Und dann verpasst ihr auch keine Neuigkeiten mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Checkt meine anderen Videos hier gerne aus zum Schluss. Und dann sehen wir uns, Freunde. Haut rein. Ciao. Ciao.